Herzlich willkommen zu einem weiteren faszinierenden Einblick in die Welt der Mythologie. Es ist eine Freude, euch heute hier zu haben, um gemeinsam eine der ältesten Geschichten der Menschheit zu erkunden. Tauchen wir erneut ein in die sumerische Mythologie. Unsere Reise führt uns zur Legende von Inanna und Enki, zwei zentrale Figuren dieser alten Kultur. In diesem Video vergleichen wir außerdem diese sumerische Legende mit der biblischen Geschichte von Eva im Garten Eden. Beide Geschichten drehen sich um das Streben nach Wissen und die daraus entstehenden Konsequenzen. Begleitet uns, während wir die Geheimnisse dieser Legenden enthüllen und ihre zeitlose Bedeutung für die menschliche Kultur erforschen. Die sumerischen Texte enthalten Beschreibungen von rätselhaften Ritualen und Praktiken, die tief in die religiösen Überzeugungen und kulturellen Traditionen dieser Zivilisation eintauchen lassen. Die genaue Bedeutung bleibt oft ein Rätsel, aber sie zeugen von einer reichen und komplexen religiösen Praxis, die das tägliche Leben und die gesellschaftlichen Strukturen dieser alten Kultur prägte. In der sumerischen Mythologie existiert eine faszinierende Erzählung, deren Ursprünge bis zu 5000 Jahre zurückreichen könnten, die Legende von Inanna und Enki. Diese Geschichte ist ein lebhaftes Panorama der Abenteuer der Göttin Inanna, personifiziert durch Liebe, Fruchtbarkeit und Krieg, sowie des Weisheitsgottes Enki, der als Meister des Wassers und der Magie gilt. Die Legende von Inanna und Enki stammt aus sumerischen Keilschrifttexten, die auf Tontafeln aus dem antiken Mesopotamien gefunden wurden. Eine der wichtigsten Quellen für diese Geschichte ist das sumerische Epos Enki und die Weltordnung, das Teil einer größeren Sammlung sumerischer Mythen ist. In den sumerischen Texten wird beschrieben, wie Inanna auf die Idee kommt, das höchste Wissen von Enki zu stehlen. Sie ist von ihrem Verlangen nach Macht und Wissen beseelt und erkennt, dass Enki der Hüter dieses Wissens ist und begibt sich daher in sein Reich, um es von ihm zu stehlen. Ihr Ansinnen ist von tiefgreifenden Listigkeiten geprägt, um den Weisen zu überlisten und das Geheimnis zu enthüllen. Ein entscheidender Moment in dieser Geschichte ist das Bier der Unsterblichkeit, das Inanna geschickt einsetzt, um Enki zu verführen und ihm das Wissen zu entreißen, als er in einem betrunkenen Zustand ist. Infolgedessen versucht Enki, überrascht von Inannas Raffinesse, verzweifelt, das Wissen zurückzuhalten, aber vergebens. Die Legende von Inanna und Enki lässt sich als Sinnbild für den tief verwurzelten menschlichen Drang nach Wissen und Macht interpretieren, sowie für die moralischen Implikationen von Verführung und Täuschung. Inanna und Enki repräsentieren in dieser Erzählung unterschiedliche Aspekte der menschlichen Natur und des göttlichen Wissens. Während Inanna für Leidenschaft und Macht steht, verkörpert Enki Weisheit und Vernunft. Diese Geschichte eröffnet uns ein Fenster in die sumerische Mythologie, eine der ältesten Zivilisationen der Menschheit. Auch wenn sie nicht durch direkte wissenschaftliche Beweise gestützt werden können, bieten solche Mythen dennoch Einblicke in die Denkweise und Weltanschauung antiker Gesellschaften. Nachdem Inanna das höchste Wissen von Enki gestohlen hat, wird in den sumerischen Texten nicht direkt beschrieben, was sie genau damit gemacht hat. Es wird jedoch impliziert, dass sie durch den Diebstahl des Wissens ihre Macht und Autorität weiter ausbauen konnte. Als Göttin der Liebe, Fruchtbarkeit und des Krieges könnte sie das Wissen möglicherweise genutzt haben, um ihre Rolle in diesen Bereichen zu stärken oder um ihre göttlichen Fähigkeiten und Einflussbereiche zu erweitern. Es wird jedoch keine konkrete Handlung beschrieben, die Inanna nach dem Diebstahl des Wissens unternommen hat. Die Konsequenzen dieses Diebstahls sind nicht direkt in den sumerischen Texten festgehalten. Einige Interpretationen und Ergänzungen der Geschichte könnten jedoch darauf hinweisen, dass Inannas Handlungen nicht ohne Folgen blieben. In der Mythologie sind solche Taten oft von moralischen Lehren begleitet, und es ist möglich, dass Inanna aufgrund ihres Betrugs und ihrer Listigkeit in irgendeiner Form bestraft wurde oder mit den Konsequenzen ihrer Taten konfrontiert wurde. Interessanterweise lassen sich Parallelen und Ähnlichkeiten zwischen sumerischen Mythen und Erzählungen in anderen antiken Kulturen finden, was auf den Einfluss und die Verbreitung religiöser Vorstellungen über große geografische Gebiete hinweg hinweist.
Wissenschaftler interpretieren diese Mythen oft als allegorische Darstellungen menschlicher Erfahrungen und moralischer Lehren. Durch die Analyse von Motiven, Symbolen und Handlungssträngen versuchen sie, die tieferen Botschaften und Werte zu identifizieren, die in diesen alten Erzählungen enthalten sind. Ähnlich wie in der sumerischen Legende von Inanna und Enki, in der die Göttin das Wissen von Enki stiehlt, spielt in der biblischen Erzählung von Eva im Garten Eden der Erwerb von Wissen eine zentrale Rolle. In der Genesis, dem ersten Buch der Bibel, ist Eva die erste Frau, die von Gott geschaffen wurde und im Garten Eden lebt. Zusammen mit Adam, dem ersten Mann, genießt sie ein sorgenfreies Leben, bis sie von der Schlange verführt wird, die Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen. In beiden Geschichten führt der Wunsch nach Wissen zu einem Wendepunkt und der Faktor der Verführung spielt eine zentrale Rolle. Während Inanna das Bier der Unsterblichkeit benutzt, um Enki zu überlisten und das Wissen zu stehlen, wird Eva von der Schlange verführt, die sie dazu bringt, die verbotene Frucht zu essen. Diese Frucht öffnet ihr die Augen und gibt ihr das Wissen über Gut und Böse. Beide Frauen handeln aus eigenem Antrieb und übernehmen eine aktive Rolle, um Wissen zu bekommen, das ihnen ursprünglich verwehrt war. Die Konsequenzen sind ebenfalls vergleichbar. Inanna gelingt es, das Wissen zu stehlen, aber die moralischen Implikationen ihres Handelns und die mögliche Strafe bleiben im Unklaren. Eva und Adam hingegen werden nach dem Verzehr der verbotenen Frucht aus dem Garten Eden verbannt, was weitreichende Folgen für die Menschheit hat. Diese Erzählungen verdeutlichen den kulturellen Wert, den antike Gesellschaften dem Wissen beimaßen, und die damit verbundenen Risiken und moralischen Überlegungen. Während die sumerische Legende den Fokus auf die Listigkeit und die Macht der Götter legt, betont die biblische Geschichte die Konsequenzen des Ungehorsams und die damit verbundene moralische Verantwortung. Die Parallelen zwischen diesen Mythen zeigen, wie verschiedene Kulturen ähnliche Themen behandeln und welche universellen Fragen sie sich stellten: die Suche nach Wissen, die Rolle der Frau, die Konsequenzen von Täuschung und Ungehorsam und die Natur der göttlichen Strafe. Solche Vergleiche bieten wertvolle Einblicke in die gemeinsamen menschlichen Erfahrungen und die tief verwurzelten Überzeugungen, die verschiedene Zivilisationen geprägt haben. Vielen Dank, dass ihr mein Video über die faszinierenden Mythen der Sumerer und den Vergleich mit der biblischen Geschichte von Eva im Garten Eden angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder über ein bestimmtes Thema mehr wissen möchtet, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich auf eure Beiträge und versuche, alle eure Fragen zu beantworten. Vergesst nicht, uns ein Like dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen, und aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen. Bis zum nächsten Mal.